Und damit begrüße ich euch recht herzlich zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ein kleiner Disclaimer vorweg, warum ich mich so angeschlagen bzw. erkältet anhöre. Mich hat die Heuschnupfensaison dieses Jahr komplett abgeholt. Also es ist so schlimm wie noch nie, habe ich fast das Gefühl. Ich muss hier teilweise richtig nach Luft ringen, während ich euch irgendwelche Mixing-Techniken erklären möchte. Und ihr braucht also keinen Rettungswagen rufen, falls ich hier fast am Abnippeln bin. Das ist mein absolutes Standardatmen in den letzten Wochen. Und ihr könnt mir gerne mal in die YouTube-Kommentare schreiben, ob es euch genauso geht. Also ich muss sagen, dieses Jahr ist es so schlimm wie noch nie. Ich glaube, die letzten Jahre war es auch schon eklig, aber da war es mit einer Allergietablette noch einigermaßen aushaltbar und irgendwie gefühlt bringt die dieses Jahr auch gar nichts. Also ich probiere mein Bestes. Ihr müsst ein bisschen nachsehen, warum es ein bisschen komischer klingt, warum ich manchmal so Schnappatmung bekomme, wenn ich hier besonders lange spreche. Das werden wir jetzt einfach noch die nächsten Wochen gemeinsam durchstehen müssen, aber dann sollte das Thema auch eigentlich gegessen sein. Diese Woche möchte ich euch ein neues Plugin vorstellen, das es bei mir tatsächlich nach vielen Monaten auch mal wieder in mein Mixing-Template geschafft hat. Und zwar geht es um den Smooth Operator Pro, den ich in den letzten Wochen testen durfte. Von Baby Audio ist das Ganze. Und wir haben hier eine Fortsetzung zum ersten Plugin. Ich glaube, da ging Smooth Operator 1.0 hieß das Ganze. Ist ähnlich wie Soothe 2 ein dynamischer Resonanzunterdrücker. Also das Plugin soll für uns automatisch störende Resonanzen, sobald die einen bestimmten Threshold überschreiten, automatisch reduzieren und rausnehmen, dass das Vocal-Signal bzw. egal welches Signal man eigentlich drauflegt, ein bisschen ausgewogener klingt. Und das Ganze möchten wir uns heute mal in der Session angucken. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, das Ganze ist in meinem Template drin. Ich probiere zurzeit das Plugin immer mehr zu etablieren. Es ist ein neues Spielzeug, es muss probiert werden. Das heißt, ich bin heiß, das Ding auszutesten. Und die ersten Wochen, in denen ich das Ding jetzt benutze, hat es mich eigentlich wirklich von der Komplexität her und den Einsatzbereichen, in denen man es verwenden kann, komplett abgeholt. Muss ich ehrlich gesagt gleich vorweg so gestehen, das spoilere ich jetzt schon mal ein bisschen. Ich habe heute 3 Einsatzbereiche vorbereitet, die ich euch mal zeigen möchte, wo ich das Tool zurzeit tagtäglich benutze. Vielleicht werden in den nächsten Wochen noch ein paar Einsatzbereiche dazukommen. Vielleicht werden wir in den nächsten Wochen einen direkten Vergleich machen, Smooth Operator Pro gegen Soothe 2 und gucken, was uns da besser gefällt, weil ich muss sagen, auf dem ein oder anderen Audiosignal habe ich Soothe 2 jetzt runtergenommen und probiere zurzeit viel mit dem Smooth Operator rum und mal gucken, wie sich das in den nächsten Wochen noch so durchsetzen wird. Ich habe euch auf jeden Fall für heute wieder mal eine Session vorbereitet, da steigen wir jetzt direkt ein. Let's go! Das erste Beispiel, das ich heute mitgebracht habe, ist ganz klassisch ein Vocal-Signal, das etwas zu kämpfen hat mit dem Nahbesprechungseffekt und wir haben ein paar S-Laute, die in den hohen Frequenzbereichen stören. Und ich würde jetzt den Smooth Operator dafür einsetzen, um die tiefen Resonanzen rauszufiltern, dass die Mitten und Töne etwas präsenter klingen und gleichzeitig wie eine Art De-Esser zu basteln mit dem Smooth Operator, dass wir die auch gleich ein bisschen mit reduzieren können. Das heißt, wir hören mal ganz kurz in die Vocal rein und dann steige ich mal ein bisschen kurz ins Plugin ein, sage ungefähr, was wir machen, aber ich möchte heute kein komplettes Overview über das Plugin geben, sondern euch das direkt an den Einsatzbereichen vorstellen, was wir alles für Möglichkeiten mit dem Plugin haben. Yeah, ich bin heute so wie Conor McGregor. Was ich übrig hab, sind Schüsse aus der. Yeah, vom Schatten bis ins Spotlight-Licht. Okay, ganz leicht die Tiefen raus, ein bisschen auf die Höhen fokussieren und dann sollte die Stimme in der Stelle sitzen, wo das Ganze mit dem Beat auch sehr geil verschmilzt. Ich mute dazu jetzt mal das Stimmsignal, dass wir das ein bisschen besser hören und spiele nebenbei mal mit dem Plugin rum. Für alle, die jetzt noch relativ neu als Mixing Engineer einsteigen und Angst vor den vielen Reglern hat, die jetzt hier auf uns zukommen, ihr könnt auch ganz einfach erstmal diesen großen Knopf nutzen, um den Threshold so anzupassen, bis das Plugin ganz leicht anfängt zu arbeiten und dann werden auch schon ein paar Störresonanzen rausgezogen. Dann braucht ihr euch auf das andere hier alles erstmal nicht konzentrieren. Das hier oben ist der wichtigste Knopf. Hier haben wir sozusagen unseren Threshold. Das Schöne bei dem Plugin, sage ich gleich vorweg, ihr wisst, ich liebe so kleine Feinheiten. Mit einem Doppelklick kann ich immer ein Setting, was ich hier getroffen habe, wieder zurückstellen. Dann springt es quasi auf den Standardwert. Finde ich immer ein geiles Gimmick. Ermöglicht mir einfach einen guten A- und B-Vergleich, ob mir das gefällt, was ich hier gerade eingestellt habe. Wir hören jetzt mal in die Stimme rein. Ich ziehe den Threshold ganz langsam runter, bis das Plugin anfängt zu arbeiten. Und dann würde ich von meinem Vorgehen her mich auf die einzelnen Frequenzbereiche fokussieren. Yeah, ich bin heute so wie Conor McGregor. Was ich übrig hab, sind Schüsse aus der. Yeah, vom Schatten bis ins Spotlight-Licht.
Jetzt sehen wir hier oben, dass das Plugin ganz, ganz langsam anfängt, Resonanzen rauszuziehen und dynamisch zu unterdrücken. Das passt jetzt schon, das heißt, der Threshold bleibt jetzt erstmal auf minus 24,5. Jetzt gehen wir in die einzelnen Frequenzbereiche rein, indem wir das Ganze jetzt wie bei einem Equalizer hier einfach ein bisschen runterziehen und dementsprechend hier mehr rausnehmen können oder das Plugin weniger auf einen bestimmten Frequenzbereich reagieren lassen. Doppelklick kann ich wieder zurücksetzen oder ein neues Band machen, wenn ich daneben klicke. Super geile Funktion. Und wir hören wieder in die Stimme rein und legen mal los. Yeah, ich bin heute so wie Conor McGregor. Was ich übrig hab, sind Schüsse aus der. Yeah, vom Schatten bis ins Spotlight-Licht, wie ein Uhrwerk, das 24/7 tickt. Jetzt hören wir schon, dass die Stimme ein bisschen dünner wird, aber noch nicht so, dass es unschön klingt. Wir merken, dass dieser Nahbesprechungseffekt so ganz langsam weggeht. Das gefällt mir jetzt schon relativ gut. Ich habe jetzt einen ganz, ganz kleinen Dip gemacht, ein Frequenzband. Jetzt nehme ich hier noch einen Low Shelf und ziehe die noch ein bisschen entgegen und gucke, ob wir noch mehr rausnehmen können oder ob es dann zu dünn wird von der Stimme her. Schau mich an, diese Stimme hat nen Vibe. Ihr seid keine Gangster, nur Angestellte auf Zeit. Denn ihr draußen, wo die Gier deine Seele frisst, bist du nur eine Spielfigur. Die Regeln bricht, Gesichter ohne Namen, Augen kalt wie Stahl, maskiert, tätowiert, 9 O'clock, russisch kahl. Hast du Geld, bist du Kirche, aber keine Seele. Wenn du dich verkaufst, siehst du die Teufelsklinge, während andere sich verbiegen für ein bisschen Applaus. Klingt noch sehr, sehr natürlich. Wir haben noch nicht zu viel weggenommen. Wir haben genau den Frequenzbereich erwischt, der uns gestört hat. Jetzt müssen wir uns nochmal auf die Höhen fokussieren. Und hier nehme ich mir jetzt einfach mal random irgendein Band und ziehe das ein bisschen nach unten und nutze jetzt aber die Solo-Funktion, um zu hören, wo die S-Laute liegen. Das heißt, ich gehe hier unten auf Solo, schalte das Ganze an und sweep jetzt durch den Frequenzbereich, um mich auf die S-Laute zu stellen. Ich bin heute so wie Conor McGregor. Was ich übrig hab, sind Schüsse aus der. Yeah, vom Schatten bis ins Spotlight-Licht, wie ein Uhrwerk, das 24/7 tickt. Schau mich an, diese Stimme hat nen Vibe. Ihr seid keine Gangster, nur Angestellte auf Zeit. So, hier sollte das Ganze liegen. Ich mache das Solo jetzt wieder aus und probiere jetzt den Wert zu finden, wie stark ich das gerne reduzieren möchte, dass wir noch ein natürliches Stimmsignal haben, ein bisschen von den Höhen wegnehmen, aber nicht zu viel, dass der Artist nicht anfängt zu lispeln. Denn ihr draußen, wo die Gier deine Seele frisst, bist du nur eine Spielfigur. Die Regeln bricht, Gesichter ohne Namen, Augen kalt wie Stahl, maskiert, tätowiert, 9 O'clock, russisch kahl. Hast du Geld, bist du König, aber keine Seele. Wenn du dich verkaufst, siehst du die Teufelsklinge, während andere sich verbiegen für ein bisschen Applaus. Navigiere ich Gelder in eine andere Cloud, Masken fallen, Identitäten verblassen, meine Strategien komplex, schwer zu fassen. Yeah, ich bin heute so wie Conor McGregor, was ich übrig hab, sind Schüsse aus der. Yeah, vom Schatten bis ins Spotlight-Licht, wie ein Uhrwerk, das 24/7 tickt. Schau mich an, diese Stimme hat nen Vibe. Ihr seid keine Gangster. Also die S-Laute klingen jetzt nicht mehr so harsh, aber es ist noch einen kleinen Ticken zu viel. Noch ein bisschen gegensteuern würde ich das Ganze vielleicht so auf minus 10, vielleicht gefällt es mir jetzt besser. Nur Angestellte auf Zeit, denn ihr draußen, wo die Gier deine Seele frisst, bist du nur eine Spielfigur. Die Regeln bricht, Gesichter ohne Namen, Augen kalt wie Stahl, maskiert, tätowiert, 9 O'clock, russisch kahl. Jetzt würde ich noch ein ganz klein bisschen vom High-End wegnehmen mit einem High-Shelf. Das Ganze ziehe ich jetzt ja auch nochmal minimalistisch runter, aber nicht zu viel, nur die Höhen sind jetzt ein Ticken zu präsent. Hast du Geld, bist du König, aber keine Seele. Wenn du dich verkaufst, siehst du die Teufelsklinge, während andere sich verbiegen für ein bisschen Applaus. Navigiere ich Gelder in eine andere Cloud, Masken fallen, Identitäten verblassen, meine Strategien komplex, schwer zu fassen. Yeah, ich bin heute so wie Conor McGregor, was ich übrig hab, sind Schüsse aus der. Yeah, vom Schatten bis ins Spotlight-Licht, wie ein Uhrwerk, das 24/7 tickt. Schau mich an, diese Stimme hat nen Vibe. Ihr seid keine Gangster, nur Angestellte auf Zeit. Denn ihr draußen, wo die Gier deine Seele frisst, bist du nur eine Spielfigur. Die Regeln bricht, Gesichter ohne Namen, Augen kalt wie Stahl, maskiert, tätowiert, 9 O'clock, russisch kahl. Hast du Geld, bist du König, aber keine Seele. Wenn du dich verkaufst, siehst du die Teufelsklinge, während andere sich verbiegen für ein bisschen Applaus. Navigiere ich Gelder in eine andere Cloud. Wir haben jetzt nicht super viel gemacht. Die Stimme soll jetzt nicht künstlich klingen, die soll noch ihre Natürlichkeit beibehalten, aber so ein ganz kleines bisschen ausgewogener klingen. Das heißt, wir haben jetzt Tiefen weggenommen, dass dieser Nahbesprechungseffekt rausgeht. Wir haben die Höhen ganz leicht abgesenkt, dass dort nicht so eine Überpräsenz ist eigentlich, muss man schon sagen. Das heißt, die Mitten, da haben wir eigentlich fast gar nichts gemacht. Die sind unberührt geblieben. Höhen raus, Tiefen raus und jetzt haben wir schon ein sehr, sehr natürliches Stimmsignal und das gefällt mir schon relativ gut. Jetzt hören wir das Ganze nochmal in Kontext mit dem Beat.
Yeah, ich bin heute so wie Conor McGregor. Was ich übrig hab, sind Schüsse aus der. Yeah, vom Schatten bis ins Spotlight-Licht, wie ein Uhrwerk, das 24/7 tickt. Schau mich an, diese Stimme hat nen Vibe. Ihr seid keine Gangster, nur Angestellte auf Zeit. Klingt viel ausgewogener. Ich finde, die Stimme integriert sich jetzt einen kleinen Ticken besser in den Beat. Die Höhen kämpfen nicht mehr ganz so stark miteinander. Bei Bedarf kann man das Ganze natürlich jetzt auch noch ein bisschen mehr übertreiben, ein bisschen mehr rausnehmen. Aber ich finde, jetzt haben wir schon einen ganz, ganz guten Ausgangswert, dass die Stimme im mittleren Bereich sich schön durchsetzt, dem Beat unten und oben Platz gibt und eigentlich sich nichts großartig im Weg steht. Und finde ich jetzt schon ein ganz guter Einsatzbereich. Jetzt würde ich in den ersten Kompressor reingehen, die Stimme noch ein bisschen komprimieren und dann haben wir schon ein sehr, sehr schön ausgeglichenes Vocal-Signal. Für den zweiten Einsatzbereich switchen wir mal von unserem Vocal-Bus auf den Drum-and-Bass-Bus und hier habe ich immer ganz gerne Sooth 2 genutzt, um meine Kick zur 808 zu sidechainen. Das heißt, ich wollte, dass die Kick immer ordentlich Platz hat, wenn die scheppert, dass die Transienten richtig geil durchkommen und die 808 sollte von Sooth 2 ein bisschen komprimiert werden, ein bisschen Platz machen, sodass die Kick nicht ganz so stark kämpfen muss im unteren Frequenzbereich. Und wir wollen heute das Ganze mal mit dem Smooth Operator Pro umsetzen. Der eignet sich dafür nämlich auch super. Das heißt, ich gehe auf meinen 808-Kanal, öffne den Smooth Operator und nutze jetzt die Sidechain-Funktion. Das heißt, als allererstes in Studio One aktivieren wir das Sidechain und wählen jetzt das Signal aus. Gehen jetzt hier auf unsere Kick. Da habe ich sie schon übersprungen. Genau, Kick ist bei mir mal ganz oben. Haben jetzt also das Sidechain-Signal eingestellt, auf das der Smooth Operator reagieren möchte. Und jetzt müssen wir nur noch die Sidechain-Funktionalität aktivieren. Das heißt, wir gehen jetzt hier unten in unseren Funktionalitäten auf die Sidechain-Funktion und aktivieren das Ganze ganz einfach. Jetzt spielen wir mal das Signal an und ziehen ganz langsam den Threshold runter und gucken, wo am meisten reduziert wird und probieren uns dann auf einen Frequenzschwerpunkt zu fokussieren. Ich schalte das Ganze aber nochmal sicherheitshalber solo, dass wir nur die 808 und die Kick mal zusammen haben, beziehungsweise die 808 und die Drums. Beim Threshold von -28 reagiert das Signal jetzt ganz langsam und jetzt würde ich noch eine Einschränkung auf einen bestimmten Frequenzbereich machen. Das heißt, wir gehen wieder auf den Reiter für Setup und haben jetzt hier die Möglichkeit, ein High bzw. Low Cut zu setzen, auf den das Signal reagieren soll bzw. angewendet werden soll. Und hier nehmen wir jetzt mal die Höhen raus, ungefähr bis 1000 Hertz. Ich denke, das sollte reichen. Wir spielen noch mal an. Und jetzt hören wir auch schon, was passiert. Die 808 wird gut weggedrückt, die Kick hat ordentlich Platz, kann sich richtig, richtig gut durchsetzen. Es war jetzt leicht übertrieben. Ich würde jetzt den Threshold hier einfach wieder einen Ticken zurücknehmen und das Ganze so anpassen, dass ich das Gefühl habe, dass dort unten keine Frequenzen mehr entstehen, die um die Präsenz ringen sozusagen. Gefällt mir schon richtig, richtig gut. Also jetzt haben wir schon eine Definition geschaffen, dass der untere Frequenzschwerpunkt der beiden Elemente gut ausgeglichen ist und wir keine Ringing Points mehr haben, wo Frequenzüberlagerungen stattfinden. Also dafür eignet sich das Plugin auch super. Ich könnte theoretischerweise jetzt die hohen Frequenzen noch ein bisschen weiter einschränken. Also ich kann das Ganze hier ruhig noch ein bisschen aufziehen. Wir brauchen das theoretischerweise ungefähr bis 300, 400 Hertz. Auf mehr Frequenzen brauchen wir uns nicht fokussieren. Das heißt, das Ganze soll von 20 bis 300 Hertz stattfinden und braucht nicht mehr reduzieren. Also super Möglichkeit, finde ich auch sehr, sehr geil. Sehr, sehr schnell vor allem auch eingestellt das Ganze. Wenn wir jetzt das noch spezialisieren wollen und das Ganze ganz genau haben wollen, haben wir noch die Möglichkeit, unter den Comp-Knopf Einstellungen zu treffen, wie schnell das Ganze reagieren soll. Das heißt, für eine Sidechain-Funktionalität würde ich jetzt natürlich die Attack hier ordentlich nach unten nehmen. 5 Millisekunden sollten okay sein.
Die Release auch ein bisschen, so zwischen 50 und 100 würde ich das lassen. Das heißt, dass das Sidechaining relativ schnell stattfindet und die Kompression nicht so spät einsetzt, nachdem der Threshold überschritten worden ist. Wir hören jetzt doch mal rein, wie das so klingt. Jetzt haben wir es eigentlich wirklich auch noch zeitlich gut synchronisiert miteinander. Das heißt, die Kick spielt, Signal wird unterdrückt und die Kompression wird auch wieder losgelassen, dass die 808 wieder spielen kann. Also das wäre jetzt schon ein relativ geiles Setting für eine Sidechain-Funktionalität mit dem Plugin. Letzter Einsatzbereich soll auch nochmal eine Sidechain-Funktionalität sein. Und hier wisst ihr, dass ich auf meinem Instrumentenbus in jeder Session von Waves Factory den Trackspacer gepackt habe mit meinem Standard-Setting, das ich damals definiert habe und sozusagen das Instrumental immer ein bisschen Platz gemacht hat für die Stimme. Das heißt, es wurden immer in dem mittleren Frequenzbereich Frequenzen unterdrückt, wenn die Vocal gespielt hat, und das Ganze möchten wir jetzt auch mal probieren mit dem Smooth Operator abzubilden. Das heißt, wir switchen dafür jetzt einmal auf unseren gesamten Instrumentbus, haben den hier auch schon vorbereitet, schalten das Ganze einmal aktiv und probieren jetzt hier die Vocal zum Instrumental zu Sidechain und ein Setting zu finden, sodass die Stimme ordentlich Platz bekommt. Und Ziel ist es aber eigentlich, das Ganze nur im mittleren Bereich zu machen, also auf die Mitten, nicht auf die Seiten. Die Seiten sollen schön noch um die Vocal drumherum gebaut werden. Wir wollen nur den mittleren Frequenzbereich komprimieren, dass die Vocals im Mittensignal schön Platz haben und wir sozusagen wie eine Art Wand um die Vocal machen können mit dem Instrumental, und das probieren wir jetzt mal abzubilden. Dafür als allererstes wieder die Sidechain-Funktion an und wir sidechain das Ganze zu unserem Vocal-Bus. Okay, könnten jetzt hier auch einzelne Vocalspuren auswählen, wenn wir das zum Beispiel nur auf der Main-Vocal haben wollen, ne? Gehen wieder in den Smooth Operator rein, in die Sektion Sidechain, aktivieren das Ganze und wollen jetzt hier im Imaging-Bereich aber auch noch Einstellungen treffen. Und jetzt stellen wir das Ganze um von links und rechts auf Mid-Side, dass die Seiten sozusagen ignoriert werden sollen, und schieben den Regler hier auf 100% Mitten. Das heißt, das Signal oder beziehungsweise die Kompression findet jetzt auch nur auf dem Mittensignal statt. Die Seiten werden unberührt gelassen von den Instrumental. Jetzt gehen wir wieder auf die erste Seite und probieren jetzt unser Setup zu finden, dass wir erstmal auf einen bestimmten Frequenzbereich einschränken können. Das heißt, ich spiele das Ganze an. Yeah, ich bin heute so wie Conor McGregor. Was ich übrig hab, sind Schüsse aus der. Yeah, vom Schatten bis ins Spotlight-Licht. Der Großteil der Kompression findet jetzt ab 100 Hertz statt bis ungefähr 8 Kilohertz. Und den Frequenzbereich nutzen wir jetzt auch gleich mal und stellen das Ganze ein. Also hier können wir bis 100 Hertz hochziehen und oben wollen wir das Ganze ungefähr bis, jetzt bin ich schon viel zu weit gegangen. Es waren gar nicht 8 Kilohertz, es waren 5 Kilohertz. Ich habe mich verlesen, ich habe die Brille nicht auf. Schränken das Ganze auf ungefähr 5 Kilohertz ein. Das heißt, wir haben jetzt schön den mittleren Frequenzbereich der Vocals, der jetzt Platz bekommt im Instrumental. Und jetzt ziehen wir den Threshold hier nochmal zurück, gehen wieder auf die Vocal und schieben den jetzt ganz langsam nach oben, bis Kompression stattfindet, und passen das Ganze dann so an, dass die Vocal schön Platz bekommt. Und was wir aber noch vorher machen, wir gehen auf die Kompressorsektion und machen hier wieder ganz, ganz schnelle Attack, eine sehr, sehr schnelle Release, vielleicht so, ich sag mal, 10 Millisekunden ist schon echt schnell, aber das Signal soll ja auch relativ schnell reagieren. Das soll nicht so lange nachkomprimieren, ne? Und jetzt sind wir, glaube ich, ready to go. Ich spiele jetzt mal an und wir stellen ein. Yeah, ich bin heute so wie Conor McGregor. Was ich übrig hab, sind Schüsse aus der. Yeah, vom Schatten bis ins Spotlight-Licht, wie ein Uhrwerk, das 24/7 tickt. Schau mich an, diese Stimme hat nen Vibe. Ihr seid keine Gangster, nur angestellt auf Zeit. Denn hier draußen, wo die Gier deine Seele frisst, bist du nur eine Spielfigur, die Regeln bricht. Gesichter ohne Namen, Augen kalt wie Stahl. Maskiert, tätowiert, 9 O'clock, russisch kahl. Hast du Geld, bist du König, aber keine Seele. Jetzt wäre es mir ein bisschen zu präsent, das heißt, ich würde den Threshold jetzt wieder ein bisschen runternehmen. Vielleicht so ungefähr auf 36. Ich glaube, das hat mir ganz gut gefallen. Yeah, ich bin heute so wie Conor McGregor. Was ich übrig hab, sind Schüsse aus der. Yeah, vom Schatten bis ins Spotlight-Licht, wie ein Uhrwerk, das 24/7 tickt. Schau mich an, diese Stimme hat nen Vibe. Ihr seid keine Gangster, nur angestellt auf Zeit.
Gerade hier bei 500 Hertz bis 1 Kilohertz passiert natürlich schon eine ganze Menge. Dort konkurriert die Vocal relativ stark zu den melodischen Elementen im Beat und das können wir über den Smooth Operator relativ geil rausnehmen. Und das Schöne ist, dadurch, dass wir die Saiten unberührt lassen, könnten wir jetzt theoretischerweise die Saiten vom Beat lautstärkemäßig auch noch ein ganz kleines bisschen pushen und dann richtig schön die Vocal umranden mit Instrumental. Und das würde dann sehr geil klingen und das macht das Plugin schon wirklich richtig gut. Ich glaube, mir gefällt das auch teilweise besser als meinem Setup mit dem Trackspacer. Das müsste ich jetzt auch nochmal direkt miteinander vergleichen, aber so klingt das Ganze schon relativ geil. Wir könnten jetzt auch zusätzlich nochmal im Kompressor einstellen, dass der eine etwas höhere Ratio nehmen soll, das heißt 6:1, aber ich fand 4:1 hat jetzt auch schon relativ gut gepasst. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen könnten, im Fokusbereich ein bisschen einschränken, ob breitbandiger abgesenkt werden soll oder ob auf einzelne Frequenzen mehr isoliert reagiert werden soll. Das Ganze gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Yeah, ich bin heute so wie Conor McGregor. Was ich übrig hab, sind Schüsse aus der... Yeah, vom Schatten bis ins Spotlight-Licht, wie ein Uhrwerk, das 24/7 tickt. Schau mich an, diese Stimme hat nen Vibe. Ihr seid keine Gangster, nur Angestellte auf Zeit. Denn hier draußen, wo die Gier deine Seele frisst, bist du nur eine Spielfigur, die Regeln bricht. Gesichter ohne Namen, Augen kalt wie Stahl. Maskiert, tätowiert, 9 O'clock, russisch kahl. Die Vocal steht sofort im Fokus, wenn ich das Ding anschalte. Wenn das Sidechain-Feature an ist, macht den ganzen Schritt nach vorne. Der Beat bleibt natürlich noch schön breit im Stereofeld, aber im Mittelpunkt steht die Vocal und genau so möchte ich das haben. Also schon ein sehr geiles Setup, was wir hierfür gefunden haben. Und das soll es auch erstmal mit dem heutigen Video zum Smooth Operator Pro gewesen sein. Wir werden uns das Ding in den kommenden Wochen auf jeden Fall noch häufiger anschauen. Ich möchte unbedingt das Teil mal auf einem Mix- bzw. Mastering-Bus probieren. Wenn wir nämlich den Preset-Ordner aufmachen, sehen wir, dass das Ganze mit dem Mix-Bus-Presets losgeht. Und da gibt es eine ganze Menge, die ich auf jeden Fall mal ausprobieren möchte. Schöne bei dem Plugin, dass wir von ganz vielen Mixing-Engineers hier auch Vorlagen haben, die wir einfach mal nutzen können, um beispielsweise einfach mal einen DSer nachzubauen oder das Ganze auch auf einem Drumbus zu verwenden. Also da bringt der Plugin-Hersteller eine ganze Menge mit sich, was ich unfassbar wertschätze, weil ich hasse es, wenn ich ein Plugin bekomme ohne Presets. Das ist manchmal einfach ein guter Starting Point, um zu gucken, was macht das Ding eigentlich, was kann ich damit eigentlich alles machen, wofür ist das vielleicht auch vorgesehen. Und hier hat Baby Audio auf jeden Fall eine ganze Menge für euch mitgeliefert. Auch bustechnisch, Instrumentenbus ist hier gesamt drauf, ein FX Preset ist dabei. Also wir haben hier noch eine ganze Menge, was wir uns anschauen müssen, womit wir rumexperimentieren müssen. Deswegen war es auf jeden Fall noch nicht das letzte Video zum Smooth Operator Pro. Ich freue mich auf jeden Fall erstmal auf eure Meinung dazu. Schreibt mir doch gerne mal in die YouTube-Kommentare euer Feedback, ob ihr euch das Ding schon geholt habt. Zurzeit kriegt ihr das Ganze für 79 €. Das ist der Introducing-Preis, also der Einführungspreis des Plugins. Danach wird es auf jeden Fall einen Ticken teuer werden. Von meiner Seite würde ich sagen, gibt es eine klare Kaufempfehlung. Soothe 2, da liegen wir, glaube ich, mittlerweile bei knapp über 200 € oder ich weiß es nicht genau, wie viel das Ding kostet. Und hier haben wir eine wirklich günstige Alternative, die aber keine Einschränkungen hat an den Features, die uns Soothe zur Verfügung stellt. Wir können hier genauso alles machen, was Soothe 2 auch kann und vielleicht sogar noch besser. Da müssen wir in den nächsten Wochen noch mal ein bisschen genauer reingehen. Aber die Zeit möchte ich mir für das Plugin auf jeden Fall nehmen. Und danke an der Stelle nochmal, dass ich das auf jeden Fall testen durfte. Es war mir eine Freude, das Ding zu erkunden, muss ich ganz im Ernst so sagen. Ansonsten bleibt mir für heute nicht mehr übrig, als jedem von euch noch einen angenehmen Restsonntag zu wünschen. Wir sehen uns nächste Woche wieder im nächsten Video. Bis dahin, euer Jeff.